Heute haben wir einen kleinen Fiat Abarth Motor, den wir überholen. Jetzt sind wir mal wieder bei unserer kleinen Maus, die ihr vielleicht aus unseren Shorts kennt, der kleine Dicke. Dem haben wir jetzt mal einen Film gedreht drüber, und zwar war das so eigentlich gar nicht so richtig geplant und gewollt. Auf jeden Fall hat er jetzt einen frischen Reservemotor bekommen, der in unserer Ausstellung ist, und einen frischen Motor, der verbaut ist. Schaut einfach mal rein, ist alles ein bisschen was anders wie sonst. Ist kein Japaner dabei, kein Toyota dabei. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Jetzt schaut einfach mal mir über die Schulter, wie wir das Motörchen zusammenbauen. Das ist ein originaler AH-Motorblock. Hier die Bezeichnung auf der Seite. Das ist dann schon etwas sehr Besonderes und auch was sehr Seltenes. Genauso wie das einer der letzten Serie ist. Da kannst du nochmal hierher kommen. Das erkennt man hier dran. Der hat hier einen Steg überhalb der Wasserpumpe. Diesen kleinen Steg hier. Das ist dann von einem Fiat Abarth 1000 TCA, letzter Stand. Also es ist nicht nur, dass der Block anders ist, wie bei den 1000er TC Motoren. Also ein bisschen anders ist der hier. Auch die Kurbelwelle ist anders, die Pleuel sind anders. Der TCA, R steht für Radiale, der hat einen hemisphärischen Brennraum, also Zylinderkopf, wo die Amis ja schon ganz stolz drauf sind, dass sie einen Hemi haben. Also ein Hemi gab es für Fiat Abarth schon 1968. Kann ich euch mal gerne einen Zylinderkopf zeigen. Sagt man auch Vierkanalkopf für. Hier als Muster diesen hässlichen alten. Ist ein Serienzylinderkopf vom Fiat 600, denke ich, ist der. Kann auch vom Auto Bianchi oder Fiat Panda sein. War alles sehr, sehr ähnlich. Ihr seht hier dieser kleine Einlass, da kann man beim Auto Bianchi aber als Beispiel kam ein 32er Registervergaser drauf. Bei so einem TCA, das wie gesagt Vierkanalkopf, ihr seht 4 Einlässe für 2 Doppelweber-Vergaser. Hier ist die Ansaugbrücke und die Vergaser haben wir da hinten auch schon frisch revidiert im Regal liegen. Und das ist was, womit die Jungs Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre viel Freude hatte. So ein 1000er TCR, Fiat Abarth, das war so quasi das Nonplusultra damals in der 1000 Kubik Klasse. Und ja, bekannt in Deutschland war eigentlich der bekannteste Rennfahrer in Deutschland, so war mit Johann Abt. Das war dann der Vater von den jetzigen Abt-Brüdern, vom Christian und vom Hans-Jürgen aus Kempten. Und der Herr Abt hat auch, so viel wie ich weiß, fast alles gewonnen in Deutschland in der 1000 Kubik Klasse. Das hier ist ein Serienzylinderkopf. Interessant ist natürlich da ein bisschen was auch der Brennraum. Klar ist das alles jetzt, das ist ein sehr Dreck, das ist was wir wegwerfen werden wahrscheinlich. Ihr seht, die Ventile sind stehend, auch die Kolben bei diesem Auto sind ganz flach oben auf dem Boden, am Kolbenboden. Und ja, ihr seht, das sind ganz kleine Ventilchen. Und im Vergleich dazu der TCA-Kopf, was auch wirklich hier in dem Fall was wirklich Teures und Seltenes ist. Ihr seht, die sind V-förmig, ihr habt diesen kugelförmigen Brennraum und das Gegenstück natürlich die Kolben. Die Kolben sind auch nicht so flach, also sie haben auch dementsprechend hier Taschen drin fürs Auslassventil. Ja, ist halt ein reiner Rennmotor und sehr, sehr selten und in der heutigen Zeit fast unbezahlbar, wenn man es Original bekommt. Es gibt da auch heutzutage sehr, sehr gute reproduzierte Teile, die man auch erkennt, die auch dem Original wirklich fast identisch sind. Auch die Teile sind alles andere als wie günstig. Dann hat er, ihr seht, da ist die Kipphebelwelle. Auch solche Sachen werden heutzutage hochwertig nachproduziert. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen Originalmotor bekommen haben, den wir jetzt nochmal servicen. Der Motor war komplett zerlegt, wurde nochmal neu gehohnt. Die Kolben, die bekamen bei uns eine Graphitbeschichtung drauf. Die Kurbelwelle wurde gewuchtet und hatte einen leichten Schlag und hatte auch eine Unwucht zusammen mit dem Schwungrad, ist also gewuchtet worden. Lagerspiel, Axiallagerspiel, ist alles gecheckt worden und noch ein bisschen was modifiziert worden alles. Und wie ihr so seht, sind wir jetzt so in den letzten Zügen. Wie gesagt, der Zylinderkopf kommt noch drauf. Der ist auch dementsprechend nochmal ausgelittert worden. Die Ventile wurden nochmal neu geschliffen und mit dem Unterdruckgerät abgedrückt. Und jetzt kommt der Zylinderkopf drauf. Ventile werden eingestellt. An der Kipphebelwelle, da müssen noch ein paar Sachen
umbauen. Die seitlichen Federn, die werden wir austauschen durch Aluminiumhülsen, weil in der Vergangenheit gerne bei hoher Drehzahl durch diese Federn aber diese Kipphebeln daneben gesprungen sind. Dann bleibt das Ventil, das Auslassventil offen und damit wäre natürlich schon der nächste Motorschaden schon wieder vorprogrammiert. Also das werden wir jetzt schon ändern. Der Motor ist gut und gerne gut für 8700 Umdrehungen, hatte damals bei 1000 Kubik laut Abarth-Angaben 112 PS und ist schon für die Zeit ein Hightech-Gerät gewesen, auf jeden Fall. Ein reines Motorsport, also so eine Art kleiner Ferrari, sage ich jetzt mal. Das war schon was ganz Besonderes, so ein Motor. Vergaser sind auch frisch gemacht worden. Das sind auch die Originalen von damals. Wenn ihr schaut, der Unterschied ist aber, bei den alten Originalen stand oben noch drauf Made in Bologna und später dann stand dann Made in Spain, dann wurden sie in Spanien produziert. 40er DOCE Vergaser ist das. Wenn ihr seht hier Motorola Lichtmaschine, die war original dran, Magnesiumölwanne und halt hier seht ihr dann halt, das ist dieser hemisphärische Zylinderkopf mit doppelter Kipphebelwelle, Auslass, Einlass. Wir wollten jetzt mal gerade ein bisschen das Ventilspiel einstellen. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das. Ist ja oldschool. Das ist natürlich ein Auto, was weder Hydroschlüssel hat, mit Warnos und all sowas. Naja, alles schon lange, lange her. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich kennen ist, du drehst den Motor. Und so haben wir es damals auch in der Berufsschule kennengelernt. Und wenn ihr jetzt hier seht, der erste Zylinder, so habe ich es damals gelernt, ist gegenüberliegend von der kraftabgebenden Seite. Hier ist unser Schwungrad, also ist das hier unsere kraftabgebende Seite. Somit ist das hier der erste Zylinder gegenüberliegend. Das ist der vierte. So, wir sehen jetzt, wenn ihr schaut, der überschneidet. Ja, ihr seht, das Einlassventil öffnet, verschließt sich komplett und das Auslassventil möchte öffnen. So, das heißt, wir können die gegenüberliegende Seite jetzt das Ventilspiel prüfen. Bei dem kleinen Abarth hier haben wir ein Auslassventilspiel von 0,3 mm und ein Einlassventilspiel von 0,25. Hab da schon mal vorher ein bisschen was eingestellt. Natürlich ist es jetzt zu stramm. Und ich habe sogar ein originales Fiat-Werkzeug gefunden aus der Zeit von damals. Da mein Papa mal bei Fiat viele Jahre gearbeitet hat, hat das noch gute Dienste auch zu Hause getan. So, wir drehen leicht auf und Sie sehen, wie das so leicht schön diese 0,25er Leere hier durchgeht. Das heißt, jetzt kontern wir hier das Schräubchen. Dasselbe checken wir hier bei dem Auslassventil. Bisschen aufdrehen. So leicht saugend, so habe ich es damals gelernt. Also es darf nicht rausfallen und es muss auch, man entwickelt da ein bisschen ein Gefühl. Sollte was klappern, ist in den seltensten Fall, dann kann man das gerne nochmal, nachdem der einmal heiß war, nochmal nachstellen, wenn sich das alles setzen muss und so weiter und so fort. Da dieser Motor allerdings, die waren auch bekannt als Russell-Motoren, jetzt nicht die TCR, aber viele kennen noch von euch den Auto Bianchi oder 127er Fiat oder Fiat Panda, hatten ja vom Grundblock ähnliche Motoren und die waren verrufen ein bisschen als Russell-Motoren. Aber das lag dann eher an der Steuerkette. So, bei der 1000er TCR gab es in 2 Ausführungen was, wie gesagt, wir stellen es später ein. Dann kommt der Ventildeckel hier drauf, der ist auch schon soweit vorbereitet mit der Dichtung. Dann Verteiler drauf, dann ist das Mäuschen eigentlich soweit fertig. So, dann gab es den, was ich gerade sagen wollte, mit 2 verschiedenen Ausführungen, was den Auspuff betrifft. Das ist einmal mit einem ganz normalen Schalldämpfer, der nach unten rausgeht. Und bei dieser Version hier, die nannte man Ochsenschwanzauspuff. Ihr seht, die kommt dann später so drauf. So. Und dann quasi steht er auch so, wie er jetzt steht, hinterm Auto. Und dann geht das durch die offene Motorhaube hier, kommen dann die die Abgase raus. Den hier müssen wir auch noch, den geben wir noch einmal weg, der wird noch Keramik beschichtet. Und deswegen ist momentan es nicht so schön. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber zu unserem Eutechen. Dann zeige ich euch da mal mit dem Motor, der da verbaut ist.
So, jetzt sind wir in unserer Autowerkstatt, in unserer kleinen mit Hebebühne, wo wir unseren, ja, ich sag jetzt mal Normalo-Autos auch reparieren, wo Türen dran sind und ein Dach hat und ja, gut. Und sehen wir auch unseren kleinen Fiat. Den Motor, den haben wir jetzt nochmal komplett neu revidiert. Habt ihr ja ein paar Eindrücke gesehen beim Reservemotörchen. Ja, den Reservemotor, das ist ja der mit dem roten Block. Und das ist der Einsatzmotor, der jetzt reinkommt, der hat einen grauen Block. Sonst sind da mit Sicherheit auch ein paar Kleinigkeiten anders, aber vom Groben her ist das auch ein richtiger TCR-Motor. Dann, ihr seht hier, 4-Kanal ist das mit einem Hemi-Brennraum. Das hatte ich euch ja, glaube ich, gezeigt. Und ja, wie gesagt, 1000 Kubik. Und damals sind die schon bei 112 PS gefahren. Was bei unserem Motörchen etwas anders ist, wir haben nicht so hoch verdichtet wie damals. Damals waren die Motoren bis zu 12:1 verdichtet. Und wir haben auch dank dickerer Kopfdichtung und so weiter, liegen wir ungefähr bei 10, irgendwas. Also ähnlich wie ein Straßenauto Bianchi zu 1. Nicht so wild und für uns reicht das. Also ich hoffe, wir gehen auch mit diesem Motor auf den Prüfstand, dass wir so bei 100 PS ungefähr liegen, was immer noch sehr, sehr viel und spritzig ist für so ein Auto. Ja gut, Auspuff liegt noch da und ist soweit vorbereitet. Jetzt ja, bauen wir das Mäuschen mal ein. So, jetzt haben wir den kleinen Motor eingebaut an dem Fiatchen hier. Fiat darf man nicht sagen, weil die Abarth-Freaks da voll drauf stehen, dass man Abarth sagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben uns schon einmal warm laufen lassen, haben nochmal das Öl jetzt gewechselt, hatten so ein Einlauföl haben wir reingetan und jetzt mit dem richtigen Öl. Ich hoffe, er springt jetzt wieder an und dann ist er fertig für Mugello. Dann schauen wir mal. So, Zünder an, dann Benzinpumpe an und dann können wir nach hinten gehen. Oh. Hier haben wir noch einen Starterknopf bei unserem Auto verbaut. Da ist er ziemlich mechanikerfreundlich. Und jetzt Vorsicht. So, und da sagt ihr, wir könnten nur Japaner. Wie gesagt, jetzt ist er fertig für den Prüfstand. Zweiten Haken haben wir schon montiert. Das ist auf dem Rollenprüfstand, dass das Auto fix ist. Vorne wird er an der Achse, an den Rädern festgemacht. Hinten sind die Haken dran. Der eine bleibt dran und der andere ist nur für den Prüfstand jetzt montiert worden. Und dann lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt wird alles zugedeckt und dann wird er zum Schlafen geschickt.
wie ihr gesehen habt, auf dem Prüfstand ist das Auto super gelaufen. Alles bestens. Jetzt werden wir eine Strecke gehen. Auch der rote Motor ist auch soweit. Ja, dann werden wir jetzt mal ein bisschen was performen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem kleinen Abarth, fragt, schreibt irgendwie in die Kommentare rein. Ich versuche dann mal zu antworten. Kriege ich schon irgendwann mal hin. Aber halt, wie gesagt, wer schrieb, der blieb. Macht das mal.